Heute wieder ein Evergreen Topic. Ich habe euch 3 Lederpflegemittel mal rausgesucht und möchte die euch heute vorstellen. Einmal das Bienenwachs Lederbalsam haben wir schon mal im vorangegangenen Video mal getestet. Als es um die Lautsprecherblende ging, haben wir das benutzt, um das Material einfach wieder geschmeidiger zu kriegen, aufgrund von dem hohen Vaselineanteil und selber auch Bienenwachsanteil in dem Produkt drin. Funktioniert es sehr gut auf Kunststoffverbund Oberfläche. Hier zur Lederpflege auch mal, möchte ich euch das nochmal vorstellen. Dann hier ein typisches Baumarktprodukt, hier Nigrin Lederpflege und die Lederpflege von Liquid Moly, hier neu mit Neuleder Duftnote Lanolin. Haben wir jetzt mal ausprobiert an verschiedene Lederoberfläche bzw. an verschiedene Lederexponate. Hier habe ich auf der linken Seite Kunstleder, also ein Gemischgewebe mit einer leichten PVC-Schicht oben drüber. Habe ich die 3 Produkte ausprobiert. Hier in der Mitte habe ich ganz normales Glattleder, wie es auch oftmals im Kfz-Bereich zum Einsatz kommt. Und hier auf der rechten Seite habe ich Wildleder. Gleich vorneweg, die Bilder blende ich euch ein. Alle 3 Produkte sind für Wildleder überhaupt nichts. Es gibt überall Ränder, es gibt überall Flecke, es gibt dunkle Stellen auf dem Leder an sich und es versaut die komplette Optik. Also ja, auf Wildleder nicht benutzen. Aber wie gesagt, es kommt ja auch sehr selten im Kfz-Bereich im Einsatz. Von dem her konzentrieren wir uns hier auf die 2 Ledertypen. Einmal das ganz normale Glattleder, Echtleder und einmal hier das Kunstleder. Bienenwachs können wir gleich mal vorne wegnehmen. Ist jetzt in dem Fall, wenn ich es auf Lederoberfläche mache, auf denen ich auch sitzen möchte, aufgrund von dem hohen Vaselinanteil, nicht so optimal, weil das Produkt nur sehr schlecht einzieht in das Leder an sich. Ich habe jetzt hier auch auf dem Kunstleder, habe ich nach über 2 Stunden Einwirkzeit, habe ich jetzt immer noch eine speckige, fettige Oberfläche, genauso wie hier auf dem Glattechtleder habe ich vor allem auch noch dunkle Ränder, also es versaut jetzt in dem Fall auch noch die Optik, nicht optimal. Hier das Produkt von Nigrin habe ich jetzt hier unten auf Kunstleder getestet. Auch wenn ich hier nach 2 Stunden noch drüber fahre, kommen immer noch dunkle Striemen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennt. Kommen dunkle Striemen raus. Das heißt, das Produkt ist nicht komplett in das Leder eingezogen und würde jetzt auch noch an Klamotte quasi noch was vom Produkt abgeben. Nicht so optimal. Hier bei Liquid Moly, auch beim Kunstleder, absolut trockene Oberfläche. Ich habe jetzt hier, sondert das Produkt nichts mehr ab. Es ist komplett eingezogen nach 2 Stunden. Meines Erachtens optimal. Und auch hier habe ich beim Nigrin, beim Glattleder, habe ich auch einzelne Flecke, habe ich Ränder drauf, habe ich dunkle Stelle drauf. Jetzt in dem Fall nicht sehr schön. Bei Liquid Moly habe ich das Problem nicht. Hier ist alles so, wie es sein soll. Optisch aufgewertet, das Leder, das Teilleder hier, und auch ist das Produkt komplett in das Leder eingezogen. So, ich möchte euch aber noch geschwind zeigen, für was man das Bienenwachs trotzdem am Fahrzeug noch benutzen kann. Oben, gerade im Armaturenbereich, habe ich ja oft eine Rissbildung aufgrund der UV-Einwirkung und einfach auch den thermische Probleme, was dem Armaturenbrett, oder nicht Probleme, aber einfach den thermische Herausforderungen oder Einwirkungen, die das Armaturenbrett täglich aushalten muss. Die ganzen Produkte stelle ich euch in die Videobeschreibung mit ein, den Amazon-Link, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr da Interesse habt. Wie gesagt, der absolute Testsieger jetzt hier war von Liquid Moly, das Lederpflegeprodukt. Riecht gut, lässt sich leicht verarbeiten und das Ergebnis spricht für sich. Bevor ich natürlich mit Lederpflegemittel anfange, mein Leder im Kfz-Bereich zu bearbeiten, muss ich natürlich das Leder davor sauber machen. Ja, logischerweise, ich will nicht den Dreck mit meinem Leder
Pflegemittel verteile, sondern ich möchte natürlich die Oberfläche erstmal gründlich reinigen. Dabei ist zu achten, mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel vorzugehen. Jetzt hier in meinem Fall benutze ich ganz gern das Meguiar's Gold Class Leder Vinyl Cleaner. Um das Leder erstmal sauber zu machen, nimm relativ weiche Lederbürste, Lederpflegebürste, um die Oberfläche des Leders nicht zu beschädigen. Reib das Produkt hier mit Kreisbewegungen ein und reinige somit die Lederoberfläche, um auch in die ganze Vertiefungen im Leder dann auch reinzukommen. Wische es danach ab und dann fange ich an mit meiner Lederpflege. So, jetzt möchte ich euch aber nur zeigen, für was ich das Bienenwachs oben am Fahrzeug ganz gerne verwende, und dann gehen wir jetzt hoch zum SL und dann zeige ich euch das mal. Oben auf der Armaturabdeckung, gerade im Bereich von der Lüftungsschlitze hier vorne oder über dem Multi-Instrument hier, habe ich ganz oft durch die Witterungseinflüsse, durch die UV-Strahlung, die Weichmacher gehen aus dem Material raus und dann gibt es Spannungen hier oben. Das Material dehnt sich aus, bei Kälte zieht es sich wieder zusammen und dann entsteht hier Risse, wenn die Weichmacher dann aus dem Material hier draußen sind. Und um das einfach zu verhindern und auch hier die Originaloberfläche dann noch so intakt zu halten, nehme ich immer ganz gern das Bienenwachs. Davor habe ich natürlich die Oberfläche gereinigt mit meinem Meguiar, habe alles abgewischt und nehme dann ganz gern das Bienenwachs und reibe das hier oben ein. Und jetzt sieht man schon zum einen, wie das wieder schön tiefschwarz glänzt und ich halte das Material dadurch geschmeidig und vermeide dadurch die Rissbildung. Wenn dann wieder die Sonne, wenn ich das Fahrzeug irgendwo abstelle und die Sonne mehrere Stunden drauf brutzelt, dass hier nichts passiert. Und dann ist das Ganze wieder schick. So, dann sind wir jetzt wieder am Ende mit unserem Evergreen Topic heute zur Lederpflege. Wie gesagt, ich packe euch die Links zu den Produkten unten in die Videobeschreibung mit rein. Und jetzt wird auch noch eine Playliste eingeblendet, in dem meine andere Evergreen Topics vorgestellt werden. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, würde mich freuen. Guckt euch die Videos an und dann würde ich sagen, vergesst nicht ein Abo zu machen, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, wenn es für euch informativ war, teilt es auch sehr gerne und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao.